Aber ist schon jemand in die Spalten gefallen? Ja, aber die ziehen den locker wieder raus. Ja, da fehlt aber noch jemand. Was meinst Auf vielen und schneebedeckten Gletschern besteht immer auch Spaltensturzgefahr. Ein Spaltensturz ist im ersten Moment noch kein Grund, die Bergrettung zu rufen. Sollte eine Mannschafts- oder Selbstrettung allerdings scheitern oder nach der Bergung eine Verletzung vorliegen, ist auf jeden Fall die Bergrettung zu alarmieren. Angeseilt und mit dem richtigen Know-how ausgerüstet sind solche Situationen aber gut zu meistern. Die einfachste und wichtigste Technik ist der sogenannte Mannschaftszug. Er funktioniert allerdings nur dann, wenn mindestens 4 Personen zur Verfügung stehen. Die Technik ist einfach, aber nicht trivial. Wird unkoordiniert, ohne Sprechkontakt zum Gestürzten gezogen, besteht aufgrund des meist tief eingeschnittenen Seils und den hohen Zugkräften für den Verunglückten die Gefahr einer ernsthaften Verletzung. Um den Mannschaftszug durchzuführen, stellt der Retter, also der Seilzweite, zuerst seine Selbstsicherung mittels einer 3 Meter Rebschnur her. Dafür wird ein gesteckter Brusigknoten direkt vor seinem Anseilknoten geknüpft und die beiden Rebschnurenden mittels Sackstich im Anseilring fixiert. Der Brusig sollte in etwa armlang sein. Nun erst löst er sich von seinem Anseilknoten und geht, selbst gesichert mittels Rebschnur, an den Spaltenrand vor. Der Brusigknoten wird mit nach hinten gestrecktem Arm mitgezogen. Alles gut bei dir? Ja, alles gut, alles gut. Wir ziehen die jetzt raus. Super. Nach der Kontaktaufnahme mit dem Gestürzten koordiniert der Retter die Bergung durch eindeutige Handzeichen und laute Rufe. Der Mannschaftszug ist die einfachste und effektivste Rettungsmethode beim Spaltensturz. Der große Vorteil ist, dass die Seilschaft nach der Rettung sofort wiederhergestellt ist und man gleich weitergehen kann. du? Was ist, wenn sie Leute zu dritt sind? Klappt das mit dem Mannschaftszug nicht, dann gibt es die wesentlich schwierigere Alternative, die lose Rolle. Die lose Rolle ist ein einfacher Flaschenzug und bei guter Koordination ist eine Bergung auch bei größeren Gewichtsunterschieden möglich. Nach dem Halten des Sturzes übernimmt der Seilzweite das Kommando. Der Schlussmann bleibt auf Zug, während der Retter eine solide Verankerung herstellt. Mittels T-Anker wird nun die Last vom Seil auf die Verankerung übertragen. Dazu wird ein Kurzbrusig direkt vor dem Anseilknoten mittels Brusigknoten geknüpft. Mittels Verschlusskarabiner an die 120 cm Bandschlinge der Verankerung fixiert. Den Brusig schieben wir mit der Hand und wenn möglich mit dem Fuß so weit wie möglich am Seil nach vorne. Wir kommunizieren mit den Partnern, die hinter uns am Seil eingebunden sind und übertragen langsam die Last des Gestürzten auf die Verankerung. Ist die Last übertragen, so knüpft der Seilhintere mittels einer 1 Meter langen Rebschnur an gesteckten Brusig direkt vor dem Anseilknoten, fädelt die Rebschnurenden durch seinen Anseilring und bindet die mittels einem Sackstich ab. So kann der Schlussmann gesichert zum Seilzweiten aufschließen. Die Bremsknoten werden während dem Vorgehen geöffnet. Dort sichert er sich mit einer 120 cm Bandschlinge, die mittels Ankerstich im Anseilring fixiert und mit einem Verschlusskarabiner im Zentralpunkt eingehängt wird.
Er positioniert sie direkt über dem D-Anker und spannt seine Selbstsicherung mit seinem Körpergewicht nach hinten. Dadurch bildet er ein Backup für den Zentralpunkt. Das weitere Prozedere unterscheidet sich jetzt darin, welches Equipment wir mitführen. Die Standardvariante mittels Seilrollenklemme ist einfacher und wesentlich effizienter. Die traditionelle Variante mittels gefädeltem Brusig sollte man aber ebenfalls kennen, damit wir als Backup eine Rettung auch ohne Seilklemme durchführen können. Wir beginnen mit der einfacheren Variante mittels Seilrollenklemme. Der Retter nimmt jetzt eine 3 Meter lange Rebschnur und fixiert die mit einem Brusig am unbelasteten Seilstrang hinter der Verankerung. Anschließend können wir uns mit beiden Rebschnurenden mit einem Sackstich in den Anseilring einbinden. Nach der Herstellung der Selbstsicherung hängt der Retter seinen Anseilkarabiner aus dem Anseilring aus und klippt ihn in den Zentralpunkt. Jetzt kann der Retter gesichert an den Sportenrand vorgehen und Kontakt mit dem Gestürzten aufnehmen. Hey Simon, alles okay? Alles okay. Ja. Vorne am Spaltenrand schätzen wir die Distanz zum Gestürzten, passen das Seil auf die Entfernung an und hängen dort die Seilrollenklemme richtig ein. Aber Achtung, da passieren die meisten Fehler, weil die Seilrollenklemme funktioniert nämlich nur in eine Richtung und muss daher unbedingt richtig eingelegt werden. Der Seilstrang, an dem ich den Gestürzten hochziehe, kann durchrutschen und der andere Seilstrang, welcher zurück zu unserem D-Anker führt, blockiert. Denn nur so ist die Klemme funktionstüchtig. Die Zähne zeigen in Zugrichtung. Als Eselsbrücke kann man hernehmen, Zahn zieht. Dann hängen wir einen Verschlusskarabiner ein. Nun lassen wir eine ausreichend lange Schlinge zum Gestürzten hinab, welcher sich den Karabiner in seinen Anseilkarabiner einhängt und verschließt. Okay. Nun beginnt die eigentliche Bergung durch koordiniertes Ziehen. Wenn genug Restseil vorhanden ist, kann der hintere mithelfen beim Ziehen. Auch der Gestürzte kann mithelfen, indem er sich an dem Seil mit hochzieht, an dem er mit dem Achterknoten eingebunden ist. Die Seilrollenklemme verringert den Reibungsverlust enorm und erleichtert somit die Bergung. Dadurch, dass der Retter ganz vorne am Spaltenrand steht, gibt es weniger Reibungsverluste und bei guter Koordination ist eine Bergung auch bei größeren Gewichtsunterschieden möglich, weil der Verunglückte am Seil kräftig mitziehen kann. Jetzt kommen wir zur etwas komplizierteren Methode mittels gefädeltem Brusig und Karabiner. Der Retter nimmt eine 3 Meter Rebschnur und fixiert diese mittels Brusig am unbelasteten Seilstrang hinter der Verankerung. Von den in etwa 2 gleich langen Rebschnursträngen wird nun einer mit einer kleinen Achterschlinge abgeknotet und mit einem Verschlusskarabiner im Anseilring fixiert. Der Abstand sollte ca. Armlänge betragen. Das lose Rebschnurende wird mittels Sackstichschlinge versorgt. Nach Herstellung dieser Selbstsicherungsschlinge hängt der Retter seinen Anseilkarabiner aus dem Anseilring aus und klippt ihn in den Zentralpunkt. Nun kann der Retter gesichert an den Spaltenrand vorgehen und Kontakt mit dem Gestürzten aufnehmen. Hey Simon! Vorne am Spaltenrand schätzen wir die Distanz zum Gestürzten, passen das Seil auf diese Entfernung an und hängen dort einen losen Verschlusskarabiner ein, den wir im Anschluss ablassen und den sich der Gestürzte in den Anseilkarabiner hängt. Okay. Im nächsten Schritt stellt der Retter die Rücklaufsperre her. Dazu wird nun mit dem zweiten, noch freien Rebschnurstrang ein gefädelter Brusig auf das Seil geknüpft, das von der Spalte nach oben läuft. Die beiden Rebschnurstränge sollen in etwa gleich lang sein.
Nach Kontrolle aller Knoten und Karabiner beginnt die eigentliche Bergung durch koordiniertes Ziehen. Wenn genug Restseil vorhanden ist, kann der hintere mithelfen beim Ziehen. Auch der Gestürzte kann mithelfen, indem er sich an dem Seil mit hochzieht, mit dem er mit dem Achterknoten eingebunden ist. Dadurch, dass der Retter ganz vorne am Spaltenrand steht, gibt es weniger Reibungsverluste und bei guter Koordination ist eine Bergung auch bei größeren Gewichtsunterschieden möglich, da der Verunglückte am Seil kräftig mitziehen kann. Oh. Was ist jetzt, wenn sie Leute zu zweit sind? In einer Zweier- oder Dreierseilschaft ist die erste Wahl der Rettung immer die Selbstrettung. Die Selbstrettung funktioniert in 2 Stufen, dem Aufbusiken bis zum Spaltenrand und als Ergänzung die Münchhausen-Technik, die es uns ermöglicht, über den Spaltenrand drüber zu kommen. Es gibt 2 Varianten, einmal mittels Seilklemmen und die zweite Variante mittels Klemmknoten. Wir beginnen mit der wesentlich effizienteren Methode mittels Seilklemmen. Wir starten mit einer kurzen 60 cm Bandschlinge, die wir am Anseilring mittels Ankerstich fixieren und mittels T-Block und Verschlusskarabiner in Stirnhöhe am Seil einhängen. Nun nehmen wir die Seilrollenklemme und fixieren diese am Kletterseil unter dem T-Block. In den Verschlusskarabiner wird nun eine 120 cm Bandschlinge eingehängt, die als Trittschlinge dient. Mit dem Fuß sollte man noch bequem in die Schlinge steigen können. Nun kann sich der Gestürzte bis zum Spaltenrand hocharbeiten. Das Bein in der Trittschlinge wird durchgedrückt, mit einer Hand hält man sich am gespannten Seil fest und schiebt mit der zweiten möglichst rasch den D-Block ganz nach oben. Nun setzt man sich wieder in den Gurt und schiebt die Seilrollenklemme nach oben und so weiter. Da die Seilklemmen nicht durch den eingeschnittenen Spaltenrand geschoben werden können, wird das System nun auf die sogenannte Münchhausen-Technik umgebaut. Die untere Bandschlinge, die als Trittschlinge diente, wird abgebaut. Die Seilrollenklemme wird direkt in den Anseilring geklippt und dient nun als Rücklaufsperre. Zum Abschluss klippen wir einen Verschlusskarabiner in den Karabiner des D-Blocks ein und nehmen das auslaufende Seil aus der Seilrollenklemme und hängen dies in den Verschlusskarabiner ein. Durch Hochziehen des Beckens und gleichzeitigem Abstemmen von der Spaltenwand gelingt es, das eingeschnittene Seil Schritt für Schritt zu befreien und über den Spaltenrand zu klettern. In der Zweier- und Dreier-Gletscherseilschaft empfehlen wir je 3 Bremsknoten. Daher kann es bei der Selbstrettung aus der Gletscherspalte notwendig sein, Bremsknoten zu überwinden. Ist der Bremsknoten in der ersten Phase der Selbstrettung, dem Aufbusiken, zu überwinden, gehen wir wie folgt vor. Wir fixieren einen Kurzbusig mittels Ankerstich im Anseilring und hängen an Verschlusskarabiner ein. Jetzt drücken wir das Bein in der Steigschlinge durch und hängen den Karabiner direkt in die Schlinge vom Bremsknoten ein. Die Selbstsicherungsschlinge und der T-Block können jetzt abgebaut und oberhalb des Bremsknotens wieder installiert werden. Zum Abschluss steigen wir in der Trittschlinge an und schieben den T-Block nach oben. Der Kurzbusig wird aus dem Bremsknoten ausgehängt . Anschließend wird der Bremsknoten gelöst. Häufiger müssen wir den Bremsknoten nahe am Spaltenrand überwinden, wenn wir unser System bereits zur Münchhausen-Technik umgebaut haben. Dann gehen wir wie folgt vor. Mittels Münchhausen-Technik wird aufgestiegen, bis man beim Bremsknoten ansteht. Der D-Block wird abgebaut und über den Bremsknoten wieder eingehängt. Im Anschluss hängen wir eine Steigschlinge, also eine 120 cm Bandschlinge, in die Öse des Bremsknotens,
steigen an und schieben den T-Block weiter. Ein kurzes Anheben des Beckens reicht bereits aus. Die Last wird so auf den T-Block übertragen. Im Anschluss bauen wir die Trittschlinge ab, öffnen den Bremsknoten und klettern über den Spaltenrand. Nun kommen wir zur traditionellen Methode mittels Rebschnur und Brusigknoten. Wir starten mit einer 3 Meter Rebschnur, die wir mittels Brusigknoten in Stirnhöhe am Seil fixieren. Direkt hinter dem Brusigknoten knüpfen wir einen Sackstich. In die so entstandene kleine Schlinge wird ein Schnappkarabiner eingehängt. Diesen brauchen wir zwar erst für die zweite Stufe, vergessen wir aber jetzt darauf, wird es danach mühsam, den Fehler zu korrigieren. Ein Strang der Rebschnur wird nun durch den Ansailring gesteckt und mit dem zweiten Strang mittels Sackstich verknotet. Der Abstand zum Brusig sollte in etwa armlang sein. Eine zweite, ebenfalls 3 Meter lange Rebschnur, die als Trittschlinge dient, wird nun direkt unter den ersten Brusig wieder mittels Brusigknoten fixiert und mit einem Sackstich abgeknüpft, sodass man mit dem Fuß noch bequem in die Schlinge einsteigen kann. Nun kann sich der Gestürzte bis zum Spaltenrand hocharbeiten. Das Bein in der Trittschlinge wird durchgedrückt. Mit einer Hand hält man sich am gespannten Seil fest und schiebt mit der zweiten, möglichst rasch, den oberen Brusig ganz nach oben. Nun setzt man sich wieder in den Gurt und schiebt den Brusig der Trittschlinge nach und so weiter. Da die beiden Brusigknoten nicht durch den eingeschnittenen Spaltenrand geschoben werden können, wird das System nun umgebaut. Die untere Rebschnur, die als Trittschlinge diente, wird abgebaut und am Gurt versorgt. In den Ansailring klippen wir im Anschluss 2 baugleiche Schnappkarabiner und legen das lose Seil einmal durch beide und ein zweites Mal nur durch den vorderen, sodass das Seil zwischen den beiden Schnappern ausläuft. Der Garderklemmknoten ist geknüpft, er dient uns als Rücklaufsperre. Zum Abschluss klippen wir das auslaufende Seil noch durch den anfangs vorbereiteten Schnappkarabiner unter den Brusigknoten. Durch Hochziehen des Beckens und gleichzeitigem Abstemmen von der Spaltenwand gelingt es, das eingeschnittene Seil Schritt für Schritt zu befreien und über den Spaltenrand zu klettern. In der Zweier- und Dreier-Gletscherseilschaft werden je 3 Bremsknoten empfohlen. Daher kann es bei der Selbstrettung aus der Gletscherspalte notwendig sein, einen Bremsknoten zu überwinden. Ist der Bremsknoten in der ersten Phase der Selbstrettung, dem Aufbrusigen, zu überwinden, gehen wir wie folgt vor. Wir fixieren einen Kurzbrusig mittels Ankerstich im Ansailring und hängen einen Schrauber in diesen Kurzbrusig ein. Nun drücken wir das Bein in der Steigschlinge durch und hängen den Schraubkarabiner direkt in den Bremsknoten ein. Die Selbstsicherungsschlinge kann jetzt abgebaut und oberhalb des Bremsknotens wieder installiert werden. Zum Abschluss steigen wir in der Trittschlinge an und schieben den Brusig nach oben. Der Kurzbrusig wird aus dem Bremsknoten ausgehängt und am Gurt verstaut. Anschließend wird der Knoten gelöst.
Häufiger müssen wir den Bremsknoten nahe am Spaltenrand überwinden, wenn wir unser System bereits zur Münchhausen-Technik umgebaut haben. Dann gehen wir wie folgt vor. Mittels Münchhausen-Technik wird aufgestiegen, bis man beim Bremsknoten ansteht. Die Last hängt am Garderknoten. Der Sackstich der Selbstsicherungsschlinge wird geöffnet. Nun können wir den Brusig lockern und über den Bremsknoten schieben. Anschließend wird der Sackstich wiederhergestellt. Das lose Seil wird nun wieder im Schnappkarabiner eingehängt und der Garderknoten durch Anheben des Beckens in Richtung Bremsknoten bewegt. Im Anschluss hängen wir eine 120 cm Bandschlinge mittels Verschluss oder Schnappkarabiner in die Schlinge des Bremsknotens. Sie dient uns als Trittschlinge. Wird diese im Anschluss belastet, so können wir die Last auf den Brusig übertragen. Im Anschluss bauen wir die Trittschlinge ab, öffnen den Bremsknoten und klettern über den Spaltenrand. Jetzt ist er allein. Was jetzt? Allein geht man sowieso nicht einfach hoch durch. Und? Bist fertig geworden?